begrüße Sie auf den Sportanlagen der TU Chemnitz. Bei uns steht heute ein Gast im Fokus, dessen berufliche Laufbahn mit einer privaten Leidenschaft für den Sport begann. Attribute wie Zielstrebigkeit, Ausdauer und Teamfähigkeit schätzt sie dabei nicht nur im Sport, sondern auch in ihrem beruflichen Alltag. Sie ist überzeugt davon, dass jede Leidenschaft im Leben stets zu einem Ziel führt, und so stellt sie sich gern mit vollem Engagement ihrem neuen Aufgabengebiet. Die in Erfurt geborene Christine Röhr begann im Oktober 2005 ihr Studium im Bereich Prävention, Rehabilitation und Fitness an der TU Chemnitz. Weiter führte sie ihr Weg über Leipzig, wo sie erfolgreich jeweils einen Master in Sportmanagement sowie Betriebswirtschaftslehre absolvierte. In ihrer Studienzeit sammelte sie wertvolle Erfahrungen als Mitglied im Eissportclub Dresden während der Weltmeisterschaft 2011. 2013 ist sie wieder nach Chemnitz zurückgekehrt, um sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin ihrer Promotion und dem Universitätssport an der TU zu widmen. Als Ziel hat sich die sportbegeisterte, passionierte Wanderin die Verbesserung und den Ausbau des universitären Sports hier an der TU gesetzt. Hallo Frau Röhr, willkommen bei Tuk Talk. Hallo. Im April diesen Jahres wurde das Zentrum für Sport- und Gesundheitsförderung errichtet und Sie haben die interimsweise Leitung übernommen. Ist man Ihnen denn bisher schon mit dem Vorurteil begegnet, dass Sie den ganzen Tag nichts anderes machen würden als Sport? Also tatsächlich ist mir das so in meiner Tätigkeit jetzt noch nicht begegnet. Ich kenne das eher aus dem Sportstudium. Ich habe hier im Bachelor Präventionsreha Fitnesssport studiert und auch relativ viel sportpraktischen Bezug gehabt, und da war das Vorurteil auch relativ stimmig. Mittlerweile ist es allerdings so, dass es sich eher auf Organisationsarbeit beschränkt, meine Tätigkeit. Ich bin auch in der Lehre verankert, auch in der sportpraktischen. Aber es ist auch viel, gerade im Rahmen des Universitätssports, zu organisieren. Jetzt sind wir gerade aktuell daran, das Wintersemester zu planen. Seit dem Sommersemester diesen Jahres unterstützt mich auch ein neuer Kollege bei der Kursplanung. Es gehören aber auch Tätigkeiten dazu, wie die Leitung des ZFG, also des Universitätssport-Fitnessstudios, wo wir auch 12 Trainer angestellt haben, die rund um die Uhr dort das ZFG betreuen. Und dann eben auch durch die Anbindung an die Lehre hatte ich die Möglichkeit, im Bereich Qualitätsmanagement im Seminar mit den Studenten zusammen ein Qualitätsmanagement-Handbuch für das Fitnessstudio zu erstellen, was wir auch tatsächlich im laufenden Betrieb nutzen können. Und wir haben im Wintersemester vergangenen Jahres auch mal eine große Umfrage machen können, was auch nur durch studentischen Input möglich war, wo wir auch mal Trainer, Übungsleiter und auch Teilnehmer befragt haben, wie sind sie so zufrieden und welche Angebote würden sie sich vielleicht auch perspektivisch wünschen. Die Angebote für Sport und Gesundheit wurden ja bisher getrennt verwaltet. Worin lag denn nun die Notwendigkeit, beide Bereiche in einer zentralen Einrichtung zu verankern? Also einmal, wie Sie schon ansprechen, dass man eben den Universitätssport im Moment noch sehr stark getrennt hatte von der Gesundheitsförderung und das jetzt allein schon durch die Namensgebung unter ein gemeinsames Dach gerückt ist. Das versuchen wir auch in der Internetpräsenz gerade so ein bisschen anzupassen, dass wir also nicht mehr den Universitätssport, das ZFG und betriebliches Eingliederungsmanagement zum Beispiel in unterschiedlichen Bereichen haben, sondern das wirklich auch gemeinsam auch auf der Homepage zu sehen ist. Und ein anderer großer Punkt ist natürlich, dass man einfach eine zentrale Einrichtung hat, eine zentrale Struktur, eine Ordnung, nach der man im Prinzip handelt, und eine Neuerung. Auch eine positive Neuerung der zentralen Einrichtung ist eine Kommission, die dort mit wie eine Art Beiratfunktion hat, wo also Hochschullehrer integriert sind, wo studentische Vertreter integriert sind, Mitarbeiter aus dem Bereich Personal, wo man also auch ständig in der Entwicklung unterstützt wird, auch mit Fachwissen aus den verschiedenen Bereichen unterstützt wird, um dann eben auch langfristige Ziele und eine langfristige Planbarkeit zu erreichen. Sie hatten ja bereits erwähnt, dass Sie für die Planung des Sportprogramms zuständig sind. Aber wer kann denn an den Sportkursen teilnehmen, und gibt es dabei eigentlich für jede Zielgruppe spezielle Angebote? Prinzipiell kann erstmal jeder am Sportprogramm teilnehmen. Von der Ursprungsidee, vom Ursprungsgedanken ist der Universitätssport eigentlich eher ein studentisches Angebot. An der TU Chemnitz geben wir auch den Mitarbeitern die Chance, an dem Unisportprogramm zu partizipieren. Indem man einfach einen kleinen höheren Beitrag zahlt, kann man genauso
als Mitarbeiter teilnehmen. Wir haben ein paar besondere Angebote, die auf dem studentischen Bereich sind. Das ist zum Beispiel das Campus- und Sportfest, was hauptsächlich von den Studierenden genutzt wird. Und wir haben im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung sehr viel Angebot im Prinzip für die Mitarbeiter im Moment. 10 Kurse aus dem Bereich Bewegung und ja, Entspannung, Stressmanagement, was gebucht werden kann und auch kostenfrei ist für die Mitarbeiter. Und wir planen im Moment mit unserem Kooperationspartner Techniker Krankenkasse auch einen Gesundheitstag für das kommende Jahr, was auch ein ganz spezielles Angebot erstmal für die Zielgruppe Mitarbeiter ist, wo man eben auch einfach für das Thema Gesundheit, Bewegung, Ernährung sensibilisiert. Das sind so die Teilbereiche, wo man sagen kann, das sind schon ganz spezifische Zielgruppen, die man anspricht. Und welche Sport- und Gesundheitsangebote sind an unserer Universität am beliebtesten? Es ist ganz verschieden. Es gibt ganz verschiedene Aktivitäten, die wir anbieten. Aber den größten Raum nehmen natürlich die beliebten Sportarten. Das sind halt die Mannschafts- und Spielsportarten, Badminton, Fußball, Basketball, Volleyball nehmen da schon den größten Raum ein und bekommen auch meistens die meisten Kapazitäten und die meisten Kurse. Wir haben ansonsten, was noch sehr beliebt ist, vom Fitnessstudio bestimmte Kurse, also uni-interne Kurse, die wir anbieten, die meistens, wenn man das Programm online stellt, auch innerhalb von wenigen Minuten ausgebucht sind. Und ich versuche eigentlich, oder wir versuchen auch immer wieder, je nachdem, wie sich auch Kursleiter zur Verfügung stellen, auch bestimmte nicht so bekannte Sportarten mit reinzunehmen ins Angebot. Wir haben schon seit vielen Jahren jetzt mittelalterlichen Schwertkampf mit im Angebot, was man jetzt so vielleicht gar nicht so in den Universitätssport stecken würde. Und zu Beginn des Sommersemesters hatte ich eine Anfrage von einem Kursleiter, der gerne Muggel-Quidditch hier anbieten wollte. Und da waren wir auch erst ein bisschen zögerlich, ob sich das wohl etablieren kann. Aber auch der Kurs war gut besucht und gut gebucht. Und so gibt es eben ganz verschiedene Bereiche, in denen wir anbieten. Und darüber hinaus versuchen wir gerade für diese Standardsportarten, die es gibt, weil die TU, also der Hochschulsport der TU auch in den Verbänden organisiert ist, im Allgemeinen Deutschen Hochschulverband und Hochschulsportverband Sachsen, auch Wettkampfteilnahmen zu ermöglichen und dort Teilnahmegebühren zu übernehmen, um auch da noch mehr Sportangebot zu schaffen sozusagen. Die Stadt Chemnitz ist ja dank vieler namhafter Sportler wie Matthias Steiner, Michael Ballack oder Katharina Witt weltweit bekannt. Haben wir denn aktuell an der Universität auch Studierende, die jetzt beispielsweise an Wettkämpfen oder an den Olympischen Spielen teilnehmen? Ja, also es gibt tatsächlich einige Studierende, die sowohl national als auch international sehr erfolgreich sind und an der TU studieren. Unter anderem ist es, denke ich, auch dem geschuldet, dass die TU Chemnitz Partnerhochschule des Spitzensports ist. Das heißt, es gibt seit 2002 einen Kooperationsvertrag zwischen dem Olympiastützpunkt Chemnitz-Dresden und der TU Chemnitz. Und da geht es hauptsächlich darum, die Spitzensportler eben zu begleiten über das Studium hinweg, auch zum Beispiel einen Tutor zur Verfügung zu stellen, um eben auch das Pensum zu meistern und die Doppelbelastung Sport und Studium gut zu verknüpfen. Mittlerweile sind in dem Programm aktuell im Sommersemester 22 Sportlerinnen und Sportler. Und davon haben 4 Sportler auch A-Kader-Status und sind auch relativ bekannt. Also die meisten dürfte man kennen. Das ist unter anderem Andreas Brettschneider aus dem Turnen, Rebecca Hase aus dem Bereich Leichtathletik, Sprint, Max Hess auch aus der Leichtathletik, im Dreisprung sehr erfolgreich. Und das wird betreut durch meinen Kollegen Tino Wächtler, der ist auch in ständigem Kontakt mit der Pressestelle der TU. Und wer da auch interessiert ist an näheren Informationen, also auf der Uni aktuell Seite unter der Rubrik Sport sind da auch immer mal ein paar Artikel zu sehen von erfolgreichen Sportlern, die aktuell so bei uns studieren. Und wie sieht es eigentlich mit Ihren eigenen sportlichen Ambitionen aus? Für welche Sportarten schlägt denn Ihr Herz? Das ist genauso wie der Unisport sehr bunt gemischt. Ich komme ursprünglich aus dem Tischtennis, dafür hat viele Jahre mein Herz geschlagen, das habe ich auch viele Jahre im Verein gemacht. Und bin dann eigentlich durch Sportstudium auch mit vielen anderen Sportarten in Kontakt gekommen, auch durch den Universitätssport.
Und das ist ganz breit gefächert. Im Sommer ist es eher das Mountainbiken, was sich hier in Chemnitz sehr schön anbietet. Im Winter, zumindest auch im letzten Winter, Skilanglauf, Skating war hier sehr gut möglich, auch in der Umgebung. Man musste nicht ganz so weit fahren, also da bin ich schon sehr offen, was so die verschiedenen Sportarten anbelangt. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei Ihren sportlichen und beruflichen Vorhaben. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Vielen Dank. In unserer nächsten Sendung dreht sich alles um Bücher und um die Frage, warum Bibliotheken auch im Zeitalter von Google und Co. noch immer einen hohen Stellenwert besitzen. Dazu wird die Direktorin der Universitätsbibliothek, Frau Angela Malz, zu Gast sein und uns Fragen rund um den Umbau der alten Aktenspinnerei zur neuen Zentralbibliothek beantworten. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, die Sie uns unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einreichen können. Bis zum nächsten Mal.